Saudi-Arabien wandelt sich blitzschnell. Mit null Einkommensteuer, unglaublicher Sicherheit und einer boomenden sozialen Szene zieht das Königreich globale Talente an wie nie zuvor. In diesem Video tauchen wir tief in die Gründe für die wachsende Anziehungskraft Saudi-Arabiens ein. Wir analysieren das revolutionäre Premium Residency Programm, beleuchten die unschlagbaren Steuervorteile, die hohe Sicherheit und die sich wandelnde Lebensqualität. Und wir stellen die Frage, die sich viele stellen: Wird Saudi-Arabien das neue Dubai? Begleite uns auf einer Reise in ein Land, das seine Zukunft neu schreibt. Stell dir ein Land vor, das sich in einem atemberaubenden Tempo neu erfindet. Eine Wüstennation, die sich vor den Augen der Welt in ein globales Zentrum für Wirtschaft, Technologie und Kultur verwandelt. Dies ist die Geschichte des neuen Saudi-Arabien. Ein Königreich, das nicht mehr nur für Öl und Tradition steht, sondern für futuristische Megastädte, eine dynamische junge Bevölkerung und eine der ehrgeizigsten Visionen unserer Zeit. In den letzten Jahren hat ein beispielloser Wandel das Land erfasst, der Talente und Investoren aus aller Welt anzieht. Doch was steckt wirklich hinter diesem Phänomen? Warum zieht es plötzlich Zehntausende von hochqualifizierten Fachkräften, Unternehmern und Investoren in das Herz des Nahen Ostens? Ein zentraler Baustein in Saudi-Arabiens Strategie, zum globalen Talentmagneten zu werden, ist das sogenannte Premium Residency Programm. Man könnte es als die saudische Antwort auf das goldene Visum bezeichnen, aber es ist weit mehr als das. Es ist ein klares Signal an die Welt. Wir wollen die Besten und wir schaffen die besten Bedingungen für sie. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Laut dem Saudi Gazette gingen zwischen Januar 2024 und Juli 2025, also in nur 18 Monaten, über 40.000 Anträge für dieses Programm ein. Allein im Jahr 2024 wurden mehr als 8.000 Aufenthaltsgenehmigungen erteilt. Dieser Ansturm ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis einer grundlegenden Überarbeitung des Programms Anfang 2024. Ursprünglich gab es nur 2 Optionen. Heute bietet das Programm 7 verschiedene Wege, um eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Dazu gehören Kategorien wie besondere Kompetenz, Talent, Geschäftsinvestor, Unternehmer und sogar Immobilieneigentümer. Diese Diversifizierung öffnet die Türen für ein breites Spektrum an Menschen, von Wissenschaftlern über Künstler bis hin zu Gründern und Investoren. Besonders beliebt ist die Kategorie besondere Kompetenz. Sie allein war für fast 5.600 der im Jahr 2024 erteilten Genehmigungen verantwortlich. Diese Kategorie zielt auf hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte ab. Die Anforderungen sind klar definiert und basieren auf dem Gehalt. Forscher müssen umgerechnet mindestens etwa 3.800 € monatlich verdienen, während für Top-Manager die Schwelle bei rund 20.000 € liegt. Was macht dieses Programm so attraktiv? Die Vorteile sind tiefgreifend und lösen eines der größten Hindernisse für Ausländer in der Golfregion: die Abhängigkeit von einem Sponsor. Traditionell war jeder ausländische Arbeitnehmer an einen lokalen Arbeitgeber, den sogenannten Kafil, gebunden. Dieser Sponsor kontrollierte das Visum, die Arbeitserlaubnis und oft auch die Möglichkeit, das Land zu verlassen. Die Premium Residency beendet dieses System für ihre Inhaber. Sie genießen die Freiheit, ohne Sponsor zu arbeiten, zu investieren und Eigentum zu besitzen. Sie können das Land jederzeit verlassen und wieder einreisen und sind von den speziellen Abgaben für Ausländer befreit. Der Immobilienmakler Mohammed Al-Wahabi beschreibt die hohe Nachfrage als beeindruckend, aber nicht überraschend. Er beobachtet nicht nur ein steigendes Interesse aus dem Ausland, sondern auch von denjenigen, die bereits im Land leben. Über 40% der saudischen Bevölkerung sind Ausländer, sie stellen mehr als 75% der Arbeitskräfte dar. Für diese riesige Gruppe von Menschen, die oft seit Jahren im Königreich leben und arbeiten, bietet das Programm eine nie dagewesene Chance auf Stabilität und Freiheit, wie Al-Wahabi es ausdrückt. Es ist der Weg, endlich Wurzeln zu schlagen, eine Immobilie zu erwerben und eine sichere Zukunft für die eigene Familie aufzubauen.
Damit ist das Programm nicht nur ein Instrument zur Anwerbung neuer Talente, sondern auch ein mächtiger Mechanismus zur Integration und Bindung der bereits im Land lebenden Leistungsträger. Doch ein attraktives Visum allein reicht nicht aus. Was also macht Saudi-Arabien jenseits des reinen Aufenthaltsrechts so interessant? Es ist eine Kombination aus harten wirtschaftlichen Fakten und einem sich rasant verbessernden Lebensstil. Beginnen wir mit dem wohl überzeugendsten Argument für viele Expats: den Steuern. In Saudi-Arabien gibt es keine Einkommensteuer. Lass das kurz auf dich wirken. Jeder Euro, den eine Person verdient, landet netto auf dem Konto. Für hochqualifizierte Fachkräfte aus Ländern mit hohen Steuerlasten ist dies ein entscheidender Faktor, der ihr verfügbares Einkommen dramatisch erhöht. Zwar gibt es eine Mehrwertsteuer von 15% auf Waren und Dienstleistungen und eine Unternehmenssteuer von 20% für die meisten ausländischen Firmen, aber für den einzelnen Angestellten oder Freiberufler ist die steuerliche Belastung minimal. Dieser Vorteil positioniert Saudi-Arabien als einen der finanziell lukrativsten Orte der Welt für globale Talente. Ein weiterer, oft unterschätzter Aspekt ist die Sicherheit. Entgegen mancher Klischees gehört Saudi-Arabien zu den sichersten Ländern der Welt. Die Kriminalitätsraten, insbesondere bei Gewaltverbrechen, sind extrem niedrig. Dies ist auf strenge Gesetze und eine effektive Strafverfolgung zurückzuführen. Städte wie Riyadh und Jeddah schneiden in globalen Sicherheitsrankings regelmäßig hervorragend ab. Für Familien, die einen Umzug in Erwägung ziehen, ist dieses hohe Maß an Sicherheit ein unschätzbarer Vorteil. Man kann sich frei bewegen, Kinder können sicher aufwachsen und das allgemeine Gefühl der Geborgenheit im Alltag trägt maßgeblich zur Lebensqualität bei. Und diese Lebensqualität selbst hat in den letzten Jahren einen Quantensprung gemacht. Die sozialen Reformen im Rahmen der Vision 2030 haben das tägliche Leben transformiert. Frauen dürfen Auto fahren, Kinos haben wieder geöffnet und es gibt eine blühende Szene für Konzerte, Festivals und kulturelle Veranstaltungen. Das Riyadh Season Festival zieht Millionen von Besuchern mit internationalen Stars und Attraktionen an. Die strikte Geschlechtertrennung in öffentlichen Räumen wie Restaurants und Cafés wurde gelockert. Diese Öffnung hat eine neue, lebendigere und kosmopolitischere Atmosphäre geschaffen. Gleichzeitig wird massiv in die Infrastruktur investiert, die Städte sind sauber, die Straßen modern. Projekte wie die Metro in Riyadh versprechen, die urbane Mobilität zu revolutionieren. Für Expats gibt es ein breites Angebot an hochwertigem Wohnraum, oft in sogenannten Compounds. Diese bewachten Wohnanlagen bieten einen westlichen Lebensstil mit Pools, Fitnessstudios, Restaurants und einem starken Gemeinschaftsgefühl. Das Gesundheitssystem ist auf dem neuesten Stand, mit erstklassigen Krankenhäusern und Kliniken. Ein wachsendes Netzwerk internationaler Schulen bietet Bildungsabschlüsse aus aller Welt, was den Umzug für Familien mit Kindern erheblich erleichtert. Es entsteht ein Gesamtpaket, das finanzielle Anreize, Sicherheit und einen zunehmend komfortablen und abwechslungsreichen Lebensstil miteinander verbindet. Saudi-Arabien verkauft nicht mehr nur eine Arbeitsstelle, sondern eine Lebenserfahrung. Die rasante Entwicklung, die glitzernden Wolkenkratzer und die schier grenzenlosen Ambitionen führen unweigerlich zu dem Vergleich. Wird Saudi-Arabien das neue Dubai? Auf den ersten Blick gibt es viele Parallelen. Beide setzen auf eine diversifizierte, postfossile Wirtschaft. Beide wollen globale Knotenpunkte für Handel, Finanzen und Tourismus sein. Beide locken mit steuerfreiem Einkommen und bauen futuristische Megaprojekte, um die Welt zu beeindrucken. Wo Dubai den Burj Khalifa und die Palm Jumeirah hat, baut Saudi-Arabien Neom, die 170 Kilometer lange Stadt The Line und das historische Tourismusprojekt Diriyah Gate. Beide haben eine große ausländische Bevölkerung und investieren massiv in eine erstklassige Infrastruktur. Doch bei genauerem Hinsehen werden die Unterschiede deutlich. Und sie sind gewaltig. Der erste ist die schiere Größe. Saudi-Arabiens Vision 2030 ist ein Projekt von monumentalen Ausmaßen mit einem geschätzten Budget von mehreren Billionen Dollar. Das Land selbst ist geografisch riesig, mit einer Bevölkerung von rund 36 Millionen Menschen.
verglichen mit den etwa 10 Millionen in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten. Der saudische Binnenmarkt ist somit um ein Vielfaches größer und bietet ein enormes eigenes Potenzial. Der zweite entscheidende Unterschied ist der kulturelle und historische Kontext. Während Dubai als moderne Handelsstadt auf der grünen Wiese entstand, ist Saudi-Arabien der Hüter der beiden heiligsten Städten des Islam, Mekka und Medina. Seine Identität ist tief in Religion, Kultur und Geschichte verwurzelt. Die aktuelle Modernisierung ist daher kein Aufbau aus dem Nichts, sondern eine Transformation aus einem weitaus konservativeren Ausgangspunkt. Dieser Prozess ist komplexer, aber vielleicht auch tiefgreifender. Das Königreich versucht, eine Brücke zwischen seiner reichen Tradition und einer hypermodernen Zukunft zu schlagen. Schließlich ist auch die wirtschaftliche Ausgangslage eine andere. Saudi-Arabien diversifiziert seine Wirtschaft von einer Basis als weltgrößter Ölexporteur. Die finanzielle Macht, die aus dieser Position erwächst, ist immens und gibt dem Land die Mittel, Projekte in einem Maßstab zu realisieren, der selbst für Dubai schwer vorstellbar wäre. Die Antwort auf die Frage lautet also: Nein, Saudi-Arabien wird nicht einfach das neue Dubai, es versucht nicht, ein erfolgreiches Modell zu kopieren. Es erschafft sein eigenes, einzigartiges Modell, es nutzt seine unvergleichliche Größe, seine kulturelle Tiefe und seine enorme Wirtschaftskraft, um etwas völlig Neues zu schaffen. Es geht weniger darum, das neue Dubai zu werden, als vielmehr darum, das erste Saudi-Arabien dieser neuen Ära zu sein. Ein globales Schwergewicht mit einer ganz eigenen Identität. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Saudi-Arabien eine der faszinierendsten Transformationen des 21. Jahrhunderts durchlebt. Das Premium Residency Programm ist nur ein Mosaikstein in einem viel größeren Bild. Die Kombination aus unschlagbaren wirtschaftlichen Anreizen wie der fehlenden Einkommensteuer, einem extrem hohen Sicherheitsniveau und einer sich dramatisch verbessernden Lebensqualität schafft ein unwiderstehliches Angebot für Talente und Investoren weltweit. Das Königreich ist im Aufbruch. Es vergießt sein altes Image und erfindet sich neu als dynamisches, offenes und ambitioniertes Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Welt blickt gespannt darauf, wie das Königreich seine Zukunft gestaltet. Für viele, die nach der nächsten großen Chance suchen, könnte die Antwort genau hier liegen, im Herzen der arabischen Welt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.